Moin Leute, willkommen im Bruderland. Ich habe mal wieder Post aus China bekommen und zwar habe ich hier zwei Smartwatches aus dem Hause Cosbet. Die haben mich kontaktiert und mich gefragt, ob ich denn nicht mal Interesse hätte, deren Tank T1 Pro und Tank T1 mir mal anzuschauen. Und wer Cosbet nicht kennt, die sind jetzt nicht so ganz No-Name. Also die gibt es schon einige Jahre auf dem Markt. Ich hatte, glaube ich, auch vor gefühlt 3-4 Jahren mir mal so ein Ding angeschaut mit einer SIM-Karte drin. Aber auf jeden Fall, die machen schon länger Smartwatches und wie gesagt, die haben einen etwas anderen Ansatz. Die sind manchmal ein bisschen extravaganter und vom Kostenfaktor her sind wir hier auch noch in einem relativ günstigen Einsteigersegment. Also die kosten jetzt also die UVP ist zwischen 100 und 130 Dollar. Ihr bekommt die momentan bei AliExpress und Co. So für rund 70 bis 90 Euro. Es gibt auch noch so einen extra Coupon-Code, den blende ich euch unten ein, beziehungsweise den schreibe ich unten in die Videobeschreibung, da kriegt ihr nochmal 10%. Aber wir gucken uns die Dinge jetzt erstmal an. Ich hoffe, dass die Dinge was taugen, dass man die wenigstens irgendwie als hübschen Fitness-Tracker nutzen kann. Ich erwarte jetzt nicht allzu viele smarte Funktionen, aber lassen wir uns mal überraschen. Ihr seht jetzt die Verpackung. Die sehen auf den ersten Blick jetzt nicht großartig anders aus. Tank T1 Pro, Tank T1, designed for Extreme Survival. Na, das halte ich ja für ein Gerücht, aber die sind auf jeden Fall oder anscheinend zertifiziert nach dem Militärstandard 810G. Das sind ja auch nicht alle Smartwatches. Also man kann mit den Dingern vielleicht nochmal ein bisschen mehr in den Dreck gehen. Und ansonsten schauen wir uns, was wir hier sonst noch hier haben. 30 Tonnen Truck Crushing. Ja, da muss ich mal schauen, ob ich das bei Gelegenheit mal teste. Extreme Temperaturen sollen hier wirklich sein, 5 ATM, okay. IP69K Waterproof. Ihr kennt ja vielleicht sonst immer nur IP68 und IP69K soll wohl sowas Ähnliches sein, nur dass es dann halt auch quasi irgendwie mit einem Hochdruckreiniger oder irgend sowas, also das noch wasserdichter ist als die IP68-Dinger. Ansonsten von den Specs, wenn man die jetzt mal hier so nebeneinander liegt, ne, hier, das sieht erstmal alles gleich aus, 1,3 Zoll IPS-Display. Die Batterie, da unterscheidet sich halt die Pro- und die Nicht-Pro-Variante zwischen 10 Tagen und 20 Tagen, wobei ich jetzt nicht glaube, dass der Akku da doppelt so groß ist. Bluetooth-Calling haben wir hier noch, das haben wir jetzt hier auf der Liste nicht. Aha, Blood Oxygen, also mal schauen, ob hier wirklich Bluetooth-Calling drin ist und da nicht, aber okay. Also, wir sind jetzt hier bei der Tank T1 Pro. Die Pro-Variante hat nur 10 Tage Batterie, aber dafür Bluetooth-Calling. Die Tank T1-Variante hat 20 Tage, aber kein Bluetooth-Calling, okay. Ansonsten von den Specs sind die eigentlich, derselbe Sock ist drin. Die Batterie ist hier 53 mAh, hier sind es 260, ansonsten 360 bei 360 ermittelt. Sieht es eigentlich alles identisch aus. Was packen wir aus? Ich packe die Pro-Variante einfach mal aus. Ne? Und ich gehe davon aus, dass die sich nicht großartig unterscheiden werden, außer wie gesagt dieser Akku-Thematik und den Features. Und das ist ja auch, sag ich mal, die teure Variante, dann kommt die vielleicht noch am ehesten an eine geläufige Smartwatch dran. Hier sehen wir die Tank T1 Pro. Okay. Aufmachung ganz nett. Warum das jetzt hier schon wieder so schmutzig ist, das Plastik, werde ich wohl nie verstehen, was da in der Fabrik schiefgelaufen ist. Nehmen wir die jetzt hier irgendwie einfach raus. Ja, hier können wir sie aufklappen. Hier haben wir das Band. An der Stelle gleich der Hinweis. Austauschbare Standardbänder. So haben wir das gerne. Sieht jetzt erstmal nach 22 mm aus. Hier haben wir die eigentliche Uhr, der Korpus. Oh, das ist auf jeden Fall schwer. Aber was haben wir sonst noch hier drin? Das User Manual. Dann haben wir hier noch was zum Dusk Absorber. Also das kenne ich ja sonst nur von... Ah ja, interessant. Also die liefern uns gleich noch so einen... Gleich sogar 2 Display-Schutzplatten Panzerglas mit. Da ist natürlich die Frage, okay, was für ein Glas haben die hier drauf, dass sie gleich Panzerglas mitliefern? Also erwartet jetzt hier kein Gorilla-Glas oder Saphir-Glas. Official Support, 2 Jahre, VIP-Member, bla bla. Cosbet Watch You Want. Und wir haben noch ein Ladekabel USB-A auf, keine Ahnung was für Gedöns, also in so einem Stecker. Ist jetzt nicht sehr lange, das sind glaube ich, naja, lass es mal 30 cm sein. Aber ihr seht schon, hier sind Kontakte und darüber wird die dann aufgeladen. Ich mache da jetzt mal nicht die Folie drauf im ersten Schritt. Gucken uns die trotzdem mal aus der Nähe an. Und ich räume jetzt hier erstmal alles zur Seite. So, das ist das gute Stück. Hier ist noch ein Aufkleber drauf.
Und damit das Ding hier nicht so nackig ist, mache ich jetzt nochmal die Bänder dran. Was fällt uns denn hier gleich auf? Also, was man vielleicht erkennen kann, also ich weiß nicht, ob hier noch eine Folie drauf ist. Das sieht jetzt auf dem Display jetzt nicht so schön aus, ehrlich gesagt. Da haben wir jetzt hier vorne, das sieht aus, als würde man so eine Folie drauf haben, die nicht richtig sauber verklebt ist. Da sehe ich schon wieder Qualitätsprobleme. Aber warten wir erstmal. Also wir haben auf jeden Fall hier, das ist keine Taste, wir haben eine Taste, zwei Tasten, an ist sie auf jeden Fall schon. Hier ist auch keine drehbare Lunette, auch wenn es so aussieht. Hier ist noch ein Punkt, vielleicht ist das ein Mikrofon, die Ladekontakte und die Sensoren. Hier klebt auch noch was drauf. Ich sehe jetzt hier ehrlich gesagt keine Lautsprecher, für die das Bluetooth-Calling irgendwie möglich sein sollte. Ja, aber also das Display, das sieht echt aus, als wäre hier noch eine Folie drauf. Hier sind nämlich auf jeden Fall schon Kratzer drauf. Also das ist schon wieder... Auf jeden Fall, wir richten das Ding jetzt hier einfach mal ein und hoffen aufs Beste. An der Stelle gleich der Hinweis, wenn ihr das Ding einrichten wollt, dann müsst ihr die FitCloud Pro App nutzen. Das ist eine App, vielleicht kennt ihr die schon von einem einen oder anderen Video von mir. Das benutzen ziemlich viele von diesen China-Herstellern, um ihre smarten Wearables zu verbinden. Und das machen wir jetzt auch. Ich hatte sogar schon einen Account, insofern musste ich da nicht viel einrichten. Fügen einfach mal ein Gerät hinzu und gucken mal, ob sich das Ding hier irgendwie finden lässt. QR-Code. Ah ja. Vielleicht soll ich mal auf Suchen drücken und dann wird hier die Tank T1 Pro angezeigt. Bindung. Also, was man hier lassen muss, schnell starten, tut sie ja. Und die Einrichtung war jetzt auch relativ flott. Okay. Und schon ist sie drin. Saft hat sie auch noch ein bisschen, also wir können sie uns mal ein bisschen aus der Nähe anschauen. Was wir noch vorher tun. Ich habe hier eine Waage. Wir haben hier die Standardbänder dran und wir gucken mal, was das Ding hier so wiegt. Da sind wir bei 64 Gramm. Ich lege mal hier meine Samsung Galaxy Watch 5 Pro drauf, da sind wir bei 75 Gramm. Okay. Also, wir haben sie angezogen. Fühlt sich jetzt erstmal nicht wie ungewöhnlich aus, ist auf jeden Fall eine etwas größere Uhr, das fällt auf jeden Fall auf. Und wir gucken uns jetzt erstmal so ein bisschen das Betriebssystem an. Was erwartet uns denn hier so? Wenn wir von oben nach unten gehen, haben wir Nachrichten, das ist das wohl die Benachrichtigungen. Von oben nach unten haben wir diese Quick-Leiste, von links nach rechts kriegt hier so eine, ja, das sieht so ein bisschen wie so eine Schnellansicht aus, wie so, wenn man das bei Google kennt, mit Google oder bei Siri. Und von rechts nach links sind einfach die verschiedenen Widgets, wie man sie kennt. Man kann hier verschiedenste hinzufügen. Und dann hat man die hier alle. Okay. Sieht jetzt erstmal ganz ordentlich aus und auch die Performance ist in meinen Augen jetzt erstmal ganz flott. So, gucken wir mal, was der Pulsmesser sagt. Also, die Uhr sagt, ich habe gerade einen Puls von 85. Mein Fingerpulsmesser ist auf einem ähnlichen Niveau. Ja, okay. Also scheint, dass man durchaus mit diesen Ergebnissen arbeiten kann. Ich muss auch sagen, das Display sieht auch von der Farbe her eigentlich recht gut aus. Also auch von der Helligkeit. Und wir sind noch nicht mal auf Maximum. Also da ist sogar noch ein bisschen Reserve, aber es gibt keine Autohelligkeit. So, das sind verschiedene Ziffernblätter. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 12. Das sind ja doch einige Ziffernblätter. 15 Stück sind das, glaube ich. Interessant. Ja, also hier ist ein schwarzer Rand, aber der ist überschaubar. Das Einzige, wie gesagt, macht mir Sorgen, macht diese Oberfläche hier. Also ich glaube, wenn ihr diese Uhr nutzen wollt, dann solltet ihr sicherheitshalber wirklich dieses Panzerglas installieren, weil ich glaube, es hat schon einen Grund, warum die das mitliefern, weil es sieht mir jetzt nicht aus, als wäre das eins von diesen stabileren Gläsern auf einer Smartwatch. Aber ja, der erste Eindruck ist, ja, läuft. Hier kann man quasi nochmal so ein bisschen als schnell in die verschiedenen Funktionen hüpfen. Helligkeiten, ja, also Audiomodell, das ist wahrscheinlich, um quasi das Bluetooth-Pairing zu aktivieren. Das muss ich mir nochmal gesondert anschauen in einer ruhigen Minute. Um das Thema Steuerung abzuschließen, die untere Taste, damit kommt man so in den App-Drawer rein und mit der Power-Taste hier oben springt man auf die Hauptseite immer zurück oder sperrt das Display. Wenn ich lang drücke, kann ich es herunterfahren. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Und wenn ich die untere Taste lange drücke, kommt man in die Sportaktivitäten. Das ist jetzt erstmal eine Smartwatch, die hat eigentlich alle Funktionen, die man so kennt. Was man jetzt hier nicht hat, ist kontaktloses Zahlen, keine zusätzlichen Apps, die man installieren kann und auch kein EKG. Aber ansonsten hat das Ding jetzt auf den ersten Blick erstmal alles, was geläufige Fitness-Tracker und sowas haben. Ich werde mir das Ding jetzt einfach nochmal in Ruhe aufladen und dann nochmal aus der Nähe anschauen und gucken, ob das Ding was taugt. Und je nachdem, wie das Interesse an dieser Uhr ist, dann werde ich dann noch ein paar weitere Videos machen. Aber das hängt jetzt ganz von euch ab. Also wenn ich sehe, dass Interesse an der Cosbed T1, Tank T1 oder T1 Pro ist, dann mache ich da auf jeden Fall noch ein paar Videos. Wenn ich merke, das Interesse ist eher nicht so da, dann werde ich es vielleicht nicht machen. Da gibt es vielleicht nochmal irgendwann mal ein abschließendes Review oder sowas. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall werden die Dinge dann früher oder später auch mal wieder in die Tombola-Box landen und dann beim nächsten Gewinnspiel mit verlost werden. Ja, so viel von meiner Seite zum Thema Cosbed Tank T1 und T1 Pro. Vielen Dank fürs Reinschauen und euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.